Hallo, heute ist Freitag, der 26. Januar 2018. Durch meine letzten Videos habe ich es ja schon verraten. Ich hatte vor kurzem meine Mastektomie, das heißt die chirurgische Angleichung meiner Brust an eine sogenannte typische Männerbrust. Davon möchte ich jetzt endlich mal berichten, finde ich, ist langsam Zeit. Ich bin ja auch schon seit ein paar Tagen zu Hause. An diejenigen von euch, die nicht gerne freie Oberkörper sehen können oder Wunden oder Blut oder vielleicht sogar alles zusammen. Das hier ist jetzt der perfekte Moment, um wegzuschalten, denn alles das werdet ihr in diesem Video zu sehen bekommen. Ja, ich hatte, kurz noch zu den Formalien, ich war im St. Alois Stift Krankenhaus in Rheinbeck und wurde bei Professor Schwarz operiert. Mein Operationstermin war der Donnerstag, der 18. Januar 2018. Eingewiesen wurde ich einen Tag zuvor, am 17. Meine Ausgangslage war so ein einfaches, stabiles B-Körbchen, so ein Stino-B-Körbchen würde ich sagen. Nicht übermäßig groß, aber eben doch zu groß für kleinere Schnittmethoden, weshalb bei mir die Double Incision oder landläufig auch große Schnitte angewendet wurden. Ja, am Tag vor der Operation war wie gesagt mein Einweisungstag. Dieser Tag ist größtenteils nur Rumrennerei und Laufzettelausfüllerei. Da hast du ein Vorgespräch mit einem Arzt hier und dann noch ein Anästhesie-Vorgespräch da. Und überall rennst du mit deiner lustigen Mappe herum und überall, wo du hinkommst, wissen die Leute schon, was du willst und wohin du willst. Das ist dann immer sehr süß. Dann habe ich auch noch die Schwestern auf Station 8a begrüßt, die legendären, tollsten Schwestern der Welt. Schwester Franzi hat mich dann auch gleich mit den 3 goldenen Stationsregeln bekannt gemacht und jeder, der in Rheinbeck gewesen ist, wird jetzt mitsprechen können. Nicht kotzen, nicht kollabieren, nicht nachbluten. Alles klar, ich war sofort Feuer und Flamme. Mit mir zusammen ist an demselben Tag auch noch ein anderer Transmann eingewiesen worden, der liebe Felix. Mit dem bin ich dann auch zusammen auf das Zimmer 10 gekommen. Wir sollten am selben Tag operiert werden, er vormittags und ich war dann nach ihm nachmittags dran. Und dann später hat uns auch nochmal Professor Schwarz persönlich begrüßt, hat nochmal kurz erklärt, wie das am nächsten Tag ablaufen wird, wie der Zeitplan sein wird. Wir sollten direkt nach dem Aufstehen duschen. Dann ging es zum Anzeichnen, also da hat der Professor Schwarz sich so Hilfslinien angemalt, wie er dann später schneiden und wo er dann was wie platzieren möchte. Und für Felix ging es dann direkt in den OP und ich musste dann halt den Vormittag irgendwie noch selber ein bisschen mir die Zeit vertrödeln, weil es dann für mich erst mittags losging mit der OP-Vorbereitung. Das heißt, ja, ich durfte den ganzen Vormittag nichts essen. Den ganzen Vormittag, ja. Und dann ab 2 Stunden, bevor es losging, auch nichts mehr trinken. Das war sehr böse. Aber zum Glück war auf der Station 8a ja viel los und 2 Tage vor uns waren noch 2 andere Transmänner operiert worden. Die habe ich dann natürlich besucht und habe mit denen ein bisschen gequatscht und mir die Zeit vertrieben. Die waren auch gut drauf, die waren mit ihren Ergebnissen auch zufrieden und ja, auf Station 8a sind irgendwie alle gut drauf, habe ich schon mal so festgestellt. Und dann 11:30 habe ich dann das Go gekriegt, so, musste mir mein schickes OP-Hemdchen anziehen. Und dann ging alles wirklich rubbel die Katz. Kaum war ich im Bett mit meinem OP-Hemdchen, kam auch schon der nette Herr vom Bettentransport und hat mich runter in den OP geschoben. Und ich fand es phänomenal, wie gut gelaunt die Leute alle waren, die ich da unten getroffen habe. Man wird ja da so stationsweise und zimmerweise immer weitergereicht. Und jede Station macht irgendeinen Handgriff an dir. Und mit jedem habe ich ein paar Worte gewechselt, so ein bisschen rumgeflaxt. Mit der Anästhesistin, die mich am Ende während der Operation betreut hat, habe ich sogar noch ein bisschen länger geschwatzt, weil wir noch ein bisschen warten mussten, bis es losging. Da war noch eine andere Operation vor mir, noch nicht zu Ende. Also hat sie mir ein bisschen von ihrem Studium erzählt und dass sie auch mal so was Ähnliches studiert hat wie ich. Och, da hatten wir zu schnattern. Und links neben mir wurde währenddessen ein anderer Patient aus der Narkose aufgeweckt. Oder sie haben es versucht, weil er wollte irgendwie nicht aufwecken. Ja, dann haben sie ihm eine ordentliche Spritze gegeben und dann ging das. Das war faszinierend, den Leuten allen so zuzugucken und dabei froh zu sein, dass man damit nichts zu tun hat. Ja, und dann irgendwann ging es dann bei mir auch los, haben sie mich schlafen gelegt und meine nächste Erinnerung war tatsächlich, da wurde ich schon wieder ins Zimmer 10 reingeschoben, also an irgendeinen Aufwachraum kann ich mich gar nicht erinnern und ich war noch völlig Matsche im Kopf. Inzwischen haben wir nämlich noch einen dritten Transmann dazu bekommen, den lieben Luke. Der sollte dann am nächsten Tag operiert werden, aber nur er alleine. Und Luke berichtete mir hinterher, dass ich ihn ca. 4-mal begrüßt hätte. Und auf die Frage von der Nachtschwester Lynn, wie denn meine Schmerzen wären, hätte ich gesagt, ja, sehr gut, alles perfekt. Der Felix durfte dann sogar schon langsam und vorsichtig alleine aufstehen.
Ich wollte auch unbedingt, aber ich durfte noch nicht, weil ich war noch völlig betüdelt und noch viel zu käsig und das trauten mir die Schwestern nicht zu. Komisch. Außerdem hatte ich schon wieder auf der rechten Seite so ein leichtes B-Körbchen dran, weil irgendwie schwoll das da so komisch an. Das hat den Schwestern und der Stationsärztin gar nicht gefallen. Deswegen haben sie da so ein paar Kühlpacks und ein paar Sandsäcke auf meiner Brust aufgetürmt und haben das mal eine Weile beobachtet. Ging aber dann nicht besser und zum späten Abend hat dann die Stationsärztin beschlossen, dass dass die Blutung gestoppt werden muss, operativ. Und ich fragte sie nur, heute noch? Und sie so, heute noch. Also ging alles wieder von vorne los. Ich hatte mein OP-Hemdchen ja immer noch an, also brauchte ich mich einfach nur nach hinten zu lehnen und dann kam wieder der Bettentransport ab in den OP und nochmal zur Nachrevision. Und die ging aber dann nicht lange, gegen 10:30 war ich auch wieder zurück im Zimmer und diesmal konnte ich den Matsch in meinem Kopf wenigstens direkt auspennen. In der Nacht habe ich dann noch so einen Druckverband getragen und ich hing noch am Tropf mit den Schmerzmitteln. Beides wurde mir dann morgens endlich abgenommen. Währenddessen wurde der Luke in den OP geschoben, wir haben ihm noch gewinkt und viel Glück gewünscht. Und unter dem Druckverband war dann diese typische Rheinbeker Verpflasterung mit den Pflastern auf den Nippeln entlang der Wundränder und da, wo die Drainageschläuche rauskommen. Die Drainagen muss man halt wirklich während des gesamten Krankenhausaufenthalts tragen und man wird erst dann entlassen, wenn nicht mehr so viel rauskommt aus denen. Ein Kompressionsshirt oder eine Kompressionsweste gibt es in Rheinbek eben nicht, sondern wirklich nur diese Pflaster. Stattdessen macht man das da so, dass zweimal am Tag die Nippel gelasert werden, um die Durchblutung zu fördern, damit die besser anwachsen. Ich war vom ersten Tag an super zufrieden mit meinem Ergebnis. Und die beiden Jungs in meinem Zimmer auch. Es sah auch wirklich wunderbar aus. Und Luke wurde von Frau Dr. Mohren operiert, die ist auch in Rheinbek und macht die gleichen Eingriffe wie Herr Schwarz. Und von den Ergebnissen, was ich bisher gesehen habe, sind die absolut vergleichbar. Also beide top, beziehungsweise mir alle drei top. Alle zufrieden. Schmerzen hatte ich auch keine. Wir wurden ja auch sehr gut mit Schmerzmitteln versorgt, muss man ehrlich sagen. Das vorherrschende Gefühl ist einfach vielmehr so ein starkes Druckgefühl, als ob man die ganze Zeit einen sehr festen Binder tragen würde. Und ich hatte manchmal einfach so das Gefühl, dass ich gerade träume. Ich kam noch nicht so richtig darüber hinweg, dass das alles gerade real passierte. Wir durften vom ersten Tag Post-OP an uns selbst duschen und auch draußen herumlaufen, wenn wir dabei nicht umgekippt sind. Da heißt also die Devise Selbstständigkeit, so schnell wie möglich raus aus den Betten und Kreislauf ankurbeln. Das habe ich auch gemacht. Ich habe viel getrunken und bin viel rumgelaufen und meine Drainageflaschen haben auch ordentlich Zeug gefördert, also vor allem die rechte Seite. Das floss bei mir nur so raus, da konntest du richtig zugucken. Nach 2 Tagen hatte ich die rechte Flasche schon 3/4 voll. Aber das klingt schlimmer als es ist. Professor Schwarz meinte auch, da ist wahrscheinlich auch noch so Spülflüssigkeit von der Nachrevision mit dabei. Also alles nicht so schlimm. Am 3. Tag hatte ich dann schon gar keine Schmerzmittel mehr genommen, weil ich sie einfach nicht brauchte, weil es einfach nicht wehgetan hat, bis mal auf so ein kleines Zwicken hier oder ein unangenehmes Gefühl, gerade da, wo die Drainagen drin sind. Aber das kann man auch ohne Schmerzmittel aushalten. Ja, und ansonsten ist so ein Krankenhausaufenthalt irgendwie erstaunlich eintönig und starr. Jeden Morgen 6:30 wurden wir geweckt, da kamen die Schwestern rein, fröhlich und haben das Licht angemacht. Und dann wurde erstmal Blutdruck gemessen und Fieber gemessen und der Tacho von den Flaschen abgelesen und gefragt, wie geht's denn so, und dann hast du Medikamente gekriegt. Und an den Wochentagen kam anschließend noch die Visite, also so ein Schwarm Ärzte, die da so heuschreckenartig ins Zimmer einfallen und sich um dein Bett drumherum stellen und noch irgendwelche schlauen Kommentare zu deinem Wohlbefinden ablassen. Danach gibt's Frühstück, dann vormittags einmal Nippel lasern. Da musst du dich irgendwie beschäftigen, rumlaufen, lesen, quatschen, die Schwestern von der Arbeit abhalten. Ja, oder was du eben sonst so hast, was du eben sonst so machen willst. Und dann pünktlich, noch vor um 12, glaube ich, gibt es schon wieder Mittagessen. Die Portionen sind echt nicht groß, aber du hast halt dazwischen keinerlei Möglichkeit, irgendetwas Energieraubendes zu tun, als dass du bis zum Mittagessen schon wieder Hunger gehabt hättest. Weshalb dann selbst so eine Mini-Portion echt aussieht wie so ein riesengroßer Futterberg. Und dann nachmittags kannst du wieder rumlaufen, quatschen, was auch immer tun, irgendwie dich beschäftigen. Dann so noch vor 15 Uhr kommt wieder eine Schwester rum und verteilt Kaffee und Plätzchen und übrig gebliebene Zimtsterne vom Weihnachtsfest. Also wenn die Juli immer noch verteilt werden, würde ich mir langsam Gedanken machen. Und dann
ja nochmal Nippel lasern, am besten vorher nochmal duschen, damit das alles einmal nass wird, dann einmal trocken gelasert wird und dann wirst du frisch verpflastert. Da gibt es endlich wieder Abendessen. Wir waren ja schon so ausgedörrt. Und noch eine Thrombosespritze als Betthupfer, Stillbeschäftigung bis zum Pennen und dann ab in eine Koje. Und das jeden verdammten Tag. Ja, ne, ist halt Krankenhaus. Das Gute ist einfach an Station 8a, dass die Leute da alle so super drauf sind. Also einerseits natürlich die Schwestern, die einfach unglaublich cool drauf sind. Die behandeln uns auch wirklich respektvoll und gleichzeitig locker und menschlich und treten uns aber auch mal in den Arsch, wenn es sein muss. Das finde ich einfach cool. Und du kannst dich auch mal eine Runde hinstellen und mit ihnen schnacken, wenn nicht gerade die halbe Welt nach ihnen klingelt. Und mal einen Spaß machen. Und nicht zuletzt ja auch die Transleute selber, die sind natürlich auch scheiß gut drauf, weil im Gegensatz zu den meisten Krankenhauspatienten sind die gern da und die freuen sich über das, was mit ihnen da gemacht wurde. Das hebt natürlich die Stimmung, ne? Und die Transpatienten kommen in Reinbek auch immer nur mit anderen Transpatienten aufs Zimmer. Auch wenn das eigentlich eine gynäkologische Station ist und wir ansonsten umgeben sind von Zimmern mit ganz vielen Frauen drin. Meine Wundheilung verlief absolut ereignislos, wunderbar. Man hat auch gar nicht gesehen, dass an der rechten Seite nochmal eine Nachrevision gemacht werden sollte. Tipptopp, also hat alles wunderbar geklappt. Meine Drainagen suppten dann auch nicht mehr so viel. Du darfst ja, wenn die Entlassung dann ins Haus steht, maximal 50 Milliliter Wundflüssigkeit innerhalb der letzten 24 Stunden gefördert haben. Das habe ich dann eben auch am Montag, dem 22. Januar geschafft. Deshalb durfte ich entlassen werden. Der liebe Bjarne hat mich mit dem Auto abgeholt. In der Zwischenzeit wurden schon wieder die nächsten 2 Trans-Leute eingewiesen. Die waren ja dann wieder am Dienstag dran mit Operationen. Das geht in Reinbek wie das Brezelbacken. Die haben wir natürlich fröhlich in Empfang genommen. Eigentlich wollten wir ihnen die Nervosität ein bisschen nehmen, aber kann sein, dass ich durch mein aufgekratztes Gequatsche die erst richtig nervös gemacht habe. Also, sorry, falls das der Fall gewesen ist. Ja, und dann nach einem abschließenden Schwatz mit Professor Schwarz ging es dann auch schon wieder nach Hause. Das war dann mein kleiner Ausflug nach Reinbek. Ich finde es einfach toll, dass wir dort wirklich menschlich, wie Menschen behandelt werden und die Mitarbeiter uns auch so auf menschlicher Ebene entgegenkommen und auch so behandeln. Es gibt wirklich Ärzte, für die sind Patienten nur so wandelnde Geldscheine auf 2 Beinen, die einfach nur eingesammelt werden wollen. In Reinbek ist das nicht so, auch wenn vielleicht ein großer Patientendurchsatz da ist, gerade an Transpatienten. Du bist aber trotz allem in erster Linie ein Mensch und es wird darauf geguckt, dass das, was da gemacht wird, für dich am besten ist. Und nicht, dass irgendwas gemacht wird, mit dem die Klinik möglichst viel Geld einnimmt. Das finde ich einen großen Pluspunkt. Deswegen kann ich Reinbek zwar empfehlen, weiß aber gleichzeitig auch, dass trotz dieses hohen Patientendurchsatzes die Wartezeiten auf den Operationstermin jetzt schon hirnverbrannt lang sind. Du darfst momentan ein Jahr warten, wenn du jetzt einen Operationstermin machst, bis der OP-Termin tatsächlich stattfindet. Und es scheint keine Entspannung zu geben. Ich kann aber auf der anderen Seite auch nur eine Klinik empfehlen, die ich selbst erlebt habe. Und ich habe eben jetzt nur eine Klinik erlebt. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass es in Deutschland noch andere Kliniken gibt, die auch sehr gute Arbeit leisten. Deswegen möchte ich euch bitten, macht mehrere Besprechungstermine bei verschiedenen Chirurgen und in verschiedenen Kliniken aus, um euch von allen mal ein Bild zu machen. Und am Ende entscheidet euch bitte für die Klinik, die zu euch am besten passt, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr mit euren Ausgangslagen und mit euren Ergebniswünschen vielleicht am besten hinpasst. Und geht nicht dahin, wo ich jetzt sage, das war gut, nur weil ich mich da gut aufgehoben gefühlt habe. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Nun zum aktuellen Stand. Das ist ja etwas, was ihr wahrscheinlich sehr brennend sehen wollt, was euch sehr interessiert. Ich bin jetzt 8 Tage post-OP. Das heißt, gestern vor einer Woche wurde ich operiert. Das ist natürlich, was den Wundheilungsprozess angeht, überhaupt noch gar nichts. Es ist alles noch total geschwollen und dick und die Brustwarzen sind noch von dunklem Schorf überdeckt und alles. Also, und hier die Haut fängt jetzt auch schon wieder an, sich so gelb zu verfärben. Das ist alles völlig normal, das ist sehr üblich, das ist oft so. Aber mir geht es ansonsten prima, es heilt alles wunderbar. Die einzigen Beschwerden, die ich jetzt zurzeit noch habe, entstehen durch dieses blöde, vorgebeugte Herumlaufen, also diese doofe Schonhaltung, die alle Transpatienten haben, so dieses gollumhafte Einkrümmen. Das ist natürlich scheiße für den Körper, scheiße für den Rücken, scheiße für die Muskulatur, scheiße für alles. Und da merke ich, dass die Nackenmuskulatur total verspannt ist und hier die Muskeln total verspannt sind. Und ich muss mich jetzt schon dazu zwingen,
mich ab und zu mal ein bisschen aufrecht hinzustellen und hinzusetzen. Ich habe mir sogar schon jetzt ein Kissen hier hingelegt, wenn ich am Computer sitze und mir irgendwas angucke, dass ich mal eine aufrechte Körperhaltung annehme. Ich habe jetzt wieder so Atembeschwerden, wie als ich einen Binder noch getragen habe. Einfach weil ich so eine doofe Körperhaltung habe und weil irgendwie auch so ein Druckgefühl immer noch an den Nähten herrscht. Also jetzt ist es nicht mehr so, als hätte ich einen Binder an, sondern als hätte ich einen BH an mit sehr dicken Bügeln, die sehr straff um meinen Brustkorb gezurrt werden. Und habe jetzt auch schon gestern beim Atmen wieder gemerkt, oh, das ist überhaupt gar nicht gut. Ich muss mich mehr aufrichten, ich muss mehr den Brustkorb durchdrücken und auch mal tief einatmen. Und das tut manchmal noch ein bisschen weh, aber es ist alles nicht so schlimm, also alles okay und auch alles unauffällig. Hier die Drainagelöcher, die verpflastere ich jetzt schon gar nicht mehr, weil da muss jetzt Luft rankommen und oberflächlich sind die ja auch schon abgeheilt. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, dass ich noch kein Glücksgefühl verspüre, was viele Transmänner beschreiben, die die Mastec hatten. Also dieses Glücksgefühl, wenn sie ein T-Shirt anziehen und sie spüren endlich mal das reine T-Shirt auf der Brust und nicht noch irgendeine doofe Stoffschicht dazwischen, das spüre ich. So Glücksgefühl habe ich nicht. Wenn ich runtergucke, sehe ich jetzt einfach genau das, was ich eigentlich schon immer erwartet habe zu sehen und nicht noch irgendwelche komischen Wölbungen da dran. Aber vielleicht ändert sich das noch. Es ist ja auch noch, so viel fühlen kann ich ja eh noch nicht, habe ich ja auch noch nicht gesagt. Stimmt, das Taubheitsgefühl. So viel fühlen kann ich ja eh noch nicht, weil es ist noch nicht überall wieder Gefühl drin, obwohl ich recht viel Gefühl habe. Also hier merke ich was, ich merke was, ich merke was. Hier ist es ein bisschen taub. Nee, da ist noch nichts. Also hier so direkt um die Nippel, nee, hier merke ich was. Hier ist es erst ein bisschen taub. Wenn ich hier drüber fahre, spüre ich zwar was, aber kann nicht genau lokalisieren, wo das ist. Hier unter dem Schnitt habe ich schon wieder Gefühl, hier hinten auch. Also hier habe ich wirklich nur so um den Nippel drumherum so ein bisschen Taubheitsgefühl. Und hier fängt auch die Taubheit an. Hier ist es taub. Hier ist es auch noch taub und hier habe ich schon wieder Gefühl. Also hier dieser Bereich und der Nippel selbst, nee, merke ich nichts. Ja. Und entlang des Schnittes habe ich auch manchmal Hautgefühl, manchmal auch nicht. Und das muss sich eben auch alles noch einrenken. Also dieses Taubheitsgefühl, das dauert halt auch, bis sich die Nerven wieder verbunden haben. Also bin ich mal frohen Mutes, dass das alles schön weitergeht mit der Heilung. Verläuft jedenfalls alles gut. Und ich werde mich auch ordentlich schonen. Ich habe sogar gemerkt, dass man, wenn man an der Tastatur schreibt, selbst da benutzt man ein bisschen die Brustmuskeln und das fühlt sich schon unangenehm an, wenn ich zu lange Texte an einem Stück schreibe. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Gut, das ist also jetzt so mein aktueller Stand. Drückt mir die Daumen, dass die Heilung weiterhin gut verläuft und ja, vielleicht im Jahr oder sowas, wenn dann das Ergebnis, ich sag mal, in einem finalen, vorzeigbaren Zustand ist, dann kann ich nochmal ein Update machen. Bis dann. Flache Grüße. Oh Gott, der war wirklich flach. Euer Kater Schnurz.